In diesem Video wird erklärt, wie man die Cloud-Dienste von Track of the Day verwendet. Viel Spaß! Die Cloud-Dienste wurden mit Version 6.0 von Track of the Day eingeführt. Für die Nutzung ist eine Pro-Lizenz erforderlich. Diese muss in der Cloud registriert sein. Im Rahmen der Registrierung wird in der Cloud auch ein Benutzerkonto angelegt, dem später neue Lizenzen hinzugefügt werden können, wenn eine Lizenz abgelaufen ist. Pro-Lizenzen findet man im Shop von Track of the Day. Dazu öffnet man die Webseite www.trackoftheday.com und klickt auf Pro-Edition kaufen. Dann legt man die Lizenz in den Warenkorb und geht zur virtuellen Kasse. Nachdem die Lizenz bezahlt ist, wird sie automatisch auf der Webseite nach der Bestätigung des Kaufs angezeigt. Man muss einfach nur ein wenig nach unten scrollen. Parallel verschickt das Shopsystem eine E-Mail mit dem Lizenzschlüssel der Pro-Lizenz. Erhält man diese E-Mail nicht, ist sie sehr wahrscheinlich im Spamfilter des E-Mail-Programms hängen geblieben. Kommen wir zur Registrierung dieser Lizenz. Nach dem Start von Track of the Day öffnet man in den Anwendungseinstellungen den Abschnitt Allgemeine Einstellungen. Dann klickt man auf den Button oben rechts neben dem noch leeren Feld für die Anzeige des Lizenzschlüssels. Es öffnet sich der Dialog für das Upgrade auf die Pro Edition. Hier fügt man nun via Copy und Paste den Lizenzschlüssel ein. Alternativ kann man auch eine Lizenz aus einer Lizenzdatei öffnen. Anschließend denkt man sich einen Benutzernamen aus und gibt eine E-Mail-Adresse und ein Passwort ein. Nach einem Klick auf Lizenz registrieren werden die eingegebenen Daten verschlüsselt an die Cloud-Dienste übertragen. Dort wird geprüft, ob der Benutzername noch nicht vergeben ist und ob die Lizenz noch nicht registriert wurde. Ist alles korrekt, wird ein neuer Benutzer erstellt und die Lizenz mit diesem Benutzer verknüpft. Hat das alles funktioniert, wird aus der Cloud ein OK an Track of the Day geschickt. Ist die Lizenz erfolgreich registriert, können Tracks und Routen über die Cloud-Dienste mit anderen Nutzern geteilt werden. Schauen wir uns an, wie das alles funktioniert. Dazu öffnen wir die Cloud-Dienste und docken sie am rechten Bildschirmrand an. Nun öffnen wir einige Routen und Tracks aus der Datenbank. Wir selektieren eine Route und klicken auf das Cloud-Symbol oberhalb der Liste der Routen. Die Route wird jetzt hochgeladen und sofort in den Cloud-Diensten angezeigt. Nun laden wir noch weitere Routen und Tracks in die Cloud hoch. Alle Tracks und Routen können wir nun auf anderen privaten Computern wieder herunterladen. Dazu wechseln wir zu einem Microsoft Surface Pro Tablet, öffnen Track of the Day und laden die Tracks und Routen dort herunter.
Eine der Routen ändern wir nun und laden sie wieder hoch. Dann aktualisieren wir die Liste der online verfügbaren Tracks und Routen und laden die geänderte Route auf den Desktop-PC wieder herunter. Alle Tracks und Routen, die man in die Cloud hochgeladen hat, kann man für andere Nutzer freigeben. Dabei wird zwischen einer privaten Freigabe und einer öffentlichen Freigabe unterschieden. Um einen Track oder eine Route öffentlich zu teilen, klickt man auf das Symbol mit dem kleinen Vorhängeschloss. Ist es geöffnet, ist das jeweilige Element für alle Nutzer sichtbar. Private Freigaben eignen sich für Touren, die man beispielsweise als Tourguide mit den Teilnehmern einer Motorradreise teilen möchte. Jedes in die Cloud hochgeladene Element hat zu diesem Zweck ein Sharing-Token. Dieses Token ist eine sechsstellige Folge aus Zahlen und Buchstaben. Klickt man auf ein Sharing-Token, wird es in die Windows-Zwischenablage kopiert. Mit diesem Sharing-Token können andere Nutzer die Route herunterladen und auf ihr Navigationsgerät kopieren. Um einen Track oder eine Route mit Reiseteilnehmern zu teilen, die noch keine Track of the Day Nutzer sind, kann man auch einen Hyperlink abrufen. Wie das funktioniert, sehen wir hier. Nach einem Klick auf die Schaltfläche mit der kleinen Weltkugel wird der Hyperlink generiert und in die Windows-Zwischenablage kopiert. Man kann ihn nun per E-Mail an alle Reiseteilnehmer verschicken. Um zu zeigen, wie das funktioniert, schicke ich mir nun selbst eine E-Mail mit dem Link zu einer Route. Diese E-Mail sehen wir jetzt hier. Klickt man auf diesen Link, wird der Standard-Webbrowser gestartet und die Route automatisch aus der Cloud heruntergeladen. Die so geteilte Route ist allerdings im nativen Format von Track of the Day in der Cloud gespeichert. Nur die wenigsten Navigationsgeräte können dieses Dateiformat verarbeiten. Damit die Teilnehmer einer Reise die Routen auch ohne eine Installation von Track of the Day öffnen und verwenden können, kann man alle Routen im Format für unterschiedliche Navigationsgeräte über die Cloud teilen.
Wie das funktioniert, sehen wir jetzt. Wir klicken am linken Rand der Karte auf das Symbol mit dem Pfeil, um den Dialog für den Routenexport zu öffnen. Jetzt klicken wir auf das Filtersymbol, um den Filter für die Exporteinstellungen zu deaktivieren. Nun wählen wir der Reihe nach die Voreinstellungen für den neuen und den alten BMW Motorradnavigator aus, dann das Garmin Sumo XT und das Garmin Sumo XT2. Zu beachten ist, dass diese Form des Exports in Version 6.0.2 für Garmin Basecamp und TomTom-Geräte noch nicht unterstützt wird. Nach dem Export sehen wir in der Cloud, dass die Route in verschiedenen Exportformaten angezeigt wird. Reiseteilnehmer, die eine dieser Routen über einen Hyperlink herunterladen, können die GPX-Datei ohne Änderung auf ihrem Navigationsgerät verwenden. Die Cloud-Dienste verwenden die Microsoft Azure Cloud. Daher muss jedes Byte bezahlt werden, das in die Cloud hochgeladen wird. Damit die Betriebskosten nicht explodieren, ist die Anzahl der Tracks und Routen, die man über die Cloud teilen kann, zunächst begrenzt. Ist das Limit erreicht, kann man geteilte Elemente in der Cloud löschen und so Platz für neue Tracks oder Routen schaffen. Ein sehr cooles Feature der Cloud-Dienste ist die Suche nach Tracks und Routen, was wir uns nun näher anschauen wollen. Um nach geteilten Elementen zu suchen, muss der Suchmodus aktiviert werden. Hier sehen wir nun einige Eingabefelder und verschiedene Steuerelemente, die ganz unterschiedliche Suchoptionen ermöglichen. Beginnen wir mit der Suche über den Kartenausschnitt. Dazu fokussieren wir die Karte auf den Norden von Sardinien und markieren die Checkbox Kartenausschnitt. Nun klicken wir auf Suchen und finden einige Routen für Sardinien. Diese Routen können nun mit der Vorschau-Funktion betrachtet oder einzeln importiert werden. Mit den beiden Schaltflächen oberhalb der Liste der Tracks und Routen können alle Tracks oder Routen geöffnet oder in die lokale Datenbank importiert werden. Zu jeder Route werden Name, Format, Dauer, Distanz, Upload-Datum und der Benutzername des Herausgebers angezeigt. Außerdem zeigen Icons an, ob es sich um eine Rundtour oder eine Route von A nach B handelt. Nun löschen wir die Suchparameter und suchen nach besonders gebirgigen Rundtouren. Man kann ebenso über Schwierigkeitsgrad, Hashtags, Länder und Distanz suchen. Damit wäre ich am Ende dieses Videos angekommen. Über einen Daumen nach oben und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald.